Wir reagieren heute auf ein Video aus meinem zweitliebsten Gruselgenre hier auf YouTube. Wir gucken uns Aufnahmen von diesen Türklingelkameras an. Und zwar reagieren wir auf ein Video, das sich nennt Most Disturbing Things Caught on Doorbell Camera Footage von dem Kanal Top Tens. Ich hoffe, wir haben nicht alle Aufnahmen schon dutzendfach gesehen. Dieser junge Mann hier gleich zum Entree kommt mir bekannt vor, aber es könnte ja vielleicht auch nur ein peppiges Intro sein. Wir lassen uns einfach überraschen. Falls ihr euch fragen solltet, was mein liebstes Gruselgenre auf YouTube ist. Gruselige Campingvideos. Ich stelle mir vor, dass viele davon gefaked sind, aber ich finde es trotzdem auf irgendeine Art und Weise sehr ansprechend. Ich weiß nicht. Ja, aber darum soll es heute nicht gehen. Wir gucken uns die Ring-Camera-Aufnahmen an. Und wer keine Lust hat, das Video von Top Tens kommentiert zu gucken, der ist jetzt natürlich wie immer herzlich dazu eingeladen, in meine Videobeschreibung zu schauen. Klickt da einfach auf den ersten Link, den ihr seht. Es sollte auch der einzige Link sein. Und dann landet ihr genau hier und schaut das Video einfach ohne Blabla. Alle anderen können sich jetzt mit mir gemeinsam gruseln und ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Ich mache uns noch flott die Untertitel an. Okay. This video has people absolutely horrified. On July 21st, 2021, a woman was in her home alone in Las Vegas. It was about 8 p.m. and she'd been making dinner, waiting for her husband to return home from work. It was a very hot evening, so she opened the window to let the breeze in. But this soon proved to be a massive mistake. A man had been wandering the streets of this woman's neighborhood until he saw the open window and the woman inside. This led to the man approaching the house and ringing the doorbell. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Okay. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? What? Are you sure? Spricht er denn schon mit der Frau oder quatscht er gerade nur vor sich hin? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Ich habe irgendwie so den Vibe von einem Papageien, der nur so 3 Sätze kann. Are you sure? Passt für mich in dem Kontext irgendwie gar nicht. Entweder sagt sie wirklich immer, ich lasse sie nicht rein, ich will sie nicht reinlassen oder so. Und er dann immer, are you sure? Sind Sie sich sicher? Ich habe nur ein paar Fragen an Sie. Ich würde ihn auch nicht reinlassen. Bei aller Liebe. Vor ein paar Tagen hat es hier morgens geklingelt um 8:27 Uhr. Und das ist so eine Uhrzeit, da erwarte ich eigentlich niemanden. Von daher muss ich zu meiner Schande gestehen, ich bin nicht mal zur Tür gegangen. Es hat nicht unten geklingelt, sondern halt wirklich an der Wohnungstür. Nee, das war mir nix, ne? Aber das hier wäre mir noch weniger. The man rings the doorbell and knocks many times, repeating the same things over and over again. However, the woman Meint ihr, er wiederholt das, weil er das übt oder so? Oder ist er einfach drauf? inside had never met this man. She had no idea who he was, so did not answer the door. But as if that wasn't weird enough, the woman never responded to anything this man said, meaning this guy wasn't speaking to anyone, and had simply been talking to himself. Are you positive? I just have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? The woman inside the house was fearing for her safety, so decided to hide. And that's when the man tries to open the door. But thankfully, it was locked. He begins Hat sie denn das Fenster in der Zwischenzeit geschlossen? to walk away, cursing under his breath. But as he's about to leave, the woman's husband, who's still at work, begins speaking to the man through the doorbell, which leads to the man revealing why he was ringing on the doorbell to begin with. So who are you? What? Yeah? Are you sure? Who are you? Hey, I just had a couple questions. I just wanted to ask you about TV show. Yeah, can you hear me? What I'm looking for is for the girl that's in the house to come out here because I'm in. Do you have her open the door? I'm gonna the girl that's
the other side of this door when she lets me in. The man revealed exactly what he had planned. Just imagine how powerless the husband felt hearing this, knowing how close to dating. Ich kann mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand, der das wirklich vorhat, das so ankündigen würde. Aber ich hätte diesen Typen auch nicht zurückgerufen. Bei aller Liebe, der stand hier jetzt lang genug und er war im Begriff zu gehen. Ich glaube, das allerletzte, was ich dann getan hätte, wäre, ihn zurückzurufen, um ihn zur Rede zu stellen. Wenn ich es bis zu diesem Punkt nicht getan hätte, wäre es mir auch egal gewesen. Ich meine, kann den ja auch ein bisschen provozieren. Man weiß ja nicht, ob der, also was er für Absichten hat, was er für einen mentalen Zustand hat, ob er irgendwie auf Drogen ist oder so. Du weißt das ja alles nicht. Nee. Danger his wife really was. I want her to have a knife and a gun. Yeah, and I'm gonna knock on her door again. If the woman had opened the door, or the door had been unlocked, she might have lost her life that very evening. But thankfully, this did not happen. Instead, the man walked away muttering the same phrases over and over. He stopped to look at the house for a moment, but then walked away into the night. Police Er hatte einen Beutel, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so seinen Killerbeutel, also so einen Jutebeutel packt mit seinen Waffen. Aber nur weil meine Vorstellung begrenzt ist, heißt das ja nicht, dass Menschen were das tun. called, but by the time they arrived, the man was gone, leaving the woman scared for her life. So she posted the doorbell camera footage online. The footage soon went viral, which might have actually saved a life. The next day, someone who had seen the footage recognized the same man walking in a nearby neighborhood. No The police were way. called and the man was soon arrested. When police asked the man's name, he said he was the Holy Spirit. However, he was later identified as Christopher Sons, a man who had various past charges. But what scared people the most was his mugshot. However, Christopher didn't always look like this. Just a few years ago, he looked totally normal, and according to his LinkedIn, he had a stable job and a good life. Er sieht hier auch so unglaublich viel jünger aus, was der Bart macht. It's scary to see his transformation over the years, as he spiraled into total madness. Some believe that he may have a psychological condition, but his dramatic change in appearance in such a short time led to some believing substances may be involved. But whatever caused his actions that day, the doorbell camera footage is bone-chilling. But it could have been so much worse had this woman opened the door. But Ich habe diesen Ausschnitt im Übrigen noch nie in Gänze gesehen, meine ich. Ich habe das auf Thumbnails gesehen. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß und in irgendeinem Video, auf das wir reagiert haben, war das schon drin. Aber ich kann mich so in Gänze nicht mehr dran erinnern. Ja, das ist dann schon spooky. Also, this doorbell camera footage is even more terrifying. A woman had just got home from walking her dog. You can then see her looking over to the right, before quickly running inside. And it doesn't take long to find out why. A man walks up to her door and tries to open it, but it's locked. The man then puts on gloves. The man was also holding zip ties. He looks into the house and tries to open the door a few more times, until eventually the woman's neighbor comes outside. The man then picks up a hose and pretends to be doing yard work. Once the neighbor leaves, the man goes around to the woman's back door. The man attempts to break down the back door. By this point, the woman had locked herself inside a room and called the police. While on the outside, the man tried breaking in almost every window. He broke off the screen to one of the back windows but was unable to get in. And by the time police arrived, the man had left. The woman posted the video to TikTok to try and identify this man. But unfortunately, the man remains unidentified. But an even more finde ich krass, weil er ja wirklich unmaskiert da angekommen ist. Ey, ich könnte, glaube ich, nicht mehr ruhig schlafen, wenn ich wüsste, dass jemand so exzessiv versucht hat, in mein Haus einzubrechen. Ja,
Nee, More nee. disturbing doorbell camera video comes from the UK. At 4 a.m., this man and woman walk up to an apartment and ring the doorbell. Immediately, you can see something is not right. The woman's mouth is taped, and she looks absolutely terrified. She stares directly into the doorbell camera, as if to say, "Don't open the door." The man next to her then reaches for something in his jacket. Given what the doorbell camera is capturing, you may think there's no way anyone inside the apartment would open the door. But surprisingly, that's exactly what they do. For you see, this woman is the mother of the man inside the apartment. Get it again. No, get it. Fearing for his mother's safety, the homeowner opens the door. The Sie sieht noch so jung aus. homeowner's mother waits outside, while the man and his accomplice who was hiding around the corner enter the apartment, before telling the woman to follow him in. It's believed these two men then stole jewelry from the homeowner, before fleeing the apartment, thankfully leaving both the homeowner and his mother safely inside. I can't imagine what this homeowner must have felt, seeing his mother clearly in danger on his doorbell camera. But while the video is terrifying, thankfully no one was hurt. But Ich hätte gedacht, also als diese Sequenz angefangen hat, als dieser Clip angefangen hat, dass das irgendwie so ein Trick ist, um die Tür zu öffnen. Also, dass es halt eine Frau ist und die macht nur den Anschein, als bräuchte sie Hilfe. Aber ich dachte mir auch, na, wie soll denn dieser Trick funktionieren, wenn der Bösewicht gleich daneben steht? Es gibt ja auch diesen einen Ring-Camera-Clip, der so ein bisschen viraler gegangen ist, wo so eine junge Frau nachts panisch an so ein Haus rangeht und sich dann noch versteckt. Ich glaube, sie hat irgendwie auch nicht viel an, Schlafzeug oder so. Und dann guckt sie sich immer so nervös um. Und dann denkt man halt auch erst so, ja, vielleicht will sie Hilfe. Aber da war ja dann auch die Spekulation, dass sie irgendwie Teil von einer Bande war, also quasi als Lockvogel fungiert und dann dafür sorgen soll, dass die Tür geöffnet wird. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie fix diese Information ist oder ob das irgendwie eine Theorie aus dem Internet ist, aber sie geht ja dann auch relativ ruhig wieder von dem Haus weg und scheint in ein Auto einzusteigen oder so. Vielleicht erinnert ihr euch an den Clip. Ich hätte gedacht, dass das hier irgendwie in die Richtung geht, aber diese Dame hätte ich niemals als Mutter von jemandem, der schon eine eigene Wohnung hat, gesehen, weil sie für mich viel zu jung aussah. Crazy. Egal, wir schauen mal das nächste. An even more unnerving piece of doorbell camera footage has to be this. It's November 12th, 2019. At exactly 11:11 p.m., a family in Los Angeles hears screaming. Despite being very creeped out, they go on their porch to find out what's going on. The family and other nearby residents immediately call the police, but by the time police arrived, the vehicle was long gone. People who saw the car said it was a four-door white hatchback, and as the woman was screaming for help, a man in the driver's seat was apologizing non-stop before the car sped off. The investigation is still ongoing. The screams are chilling and the woman is clearly scared for her life. But despite the video and witnesses, this case remains unexplained. But Oh an mein even more Gott. eerie doorbell camera Das ist wirklich unfassbar gruselig. Ich habe eben gar nicht gerafft, als wir das geschaut haben, dass diese Frau entführt wird. Aber dass das jetzt irgendwie so True Crime-mäßig wird, hätte ich nicht erwartet. video comes from Ohio. One night in August 2023, a man was asleep in bed. That's when his doorbell camera wakes him up. And this is what the man sees. A person wearing a mask rings his doorbell and runs away. At first, this appears to be a lame ding-dong-ditch prank. But if you take a closer look, you'll notice Hier sieht man auch sehr schön, was
diese Überwachungskameras dann aus Menschen mit ein bisschen mehr Distanz machen. So dieses typische Ghost-Footage, was dann hin und wieder auch gerne von Ring-Cameras auf Reddit landet. Ja, die Reflexion von den Strahlen. Also die Kamera sendet so Strahlungen aus. Ich komme gerade nicht drauf. Wow. Naja, wie dem auch sei. Das reicht nicht so weit und deswegen sehen die Menschen dann manchmal so ein bisschen transparent aus. Und hier hinten ist wahrscheinlich einfach stockdunkel. The man doesn't Und dann run ist die away. Person auch verschwunden. The man actually went downstairs and opened the door, but as soon as he saw this masked man staring at him, he called the police. But by the time they'd arrived, the man was gone. The police posted the doorbell camera footage on Facebook, hoping local residents may be able to try and identify this man. But instead, the police received many reports of similar incidents, meaning Was hier an der Garage passiert, ist wahrscheinlich was komplett Normales, aber auch das sieht irgendwie spooky aus. Achtet mal hier auf diesen Bereich. received many reports of similar incidents, meaning this man Da hängt had been wahrscheinlich immer eine targeting Flagge many oder so. houses in the neighborhood. But despite all the reports and footage, this man was never identified, and his motive remains a mystery. But an even more haunting doorbell camera video is this. This footage was captured in Texas in Was hat's in November der Hand? 2019. It's the middle of the night and a young girl holding a flashlight runs up to a house. Oh, Help, please. Please help. She knocks on the door and asks for help, but unfortunately, the homeowners are away. The girl is clearly scared, but it's hard to tell who or what she's running from. After realizing the homeowners aren't in, the girl runs away. I'd like to tell you guys that we know this girl is okay, but unfortunately, I can't. The footage remains unexplained to this day. Some theorized the girl was being used as bait for a burglary, while others believe it may be the same girl from a missing persons case in South Dakota. A 9-year-old girl named Serenity Denard went missing and was allegedly seen in Justin, Texas, just a few days before this doorbell camera footage was recorded. But while there is a resemblance, nothing has yet been confirmed, and we still don't know what happened to this girl. Another very creepy doorbell camera video from Texas is also bisher muss ich sagen, die meisten Clips kannte ich nicht. Also den ersten, wie gesagt, der ist ja verhältnismäßig bekannt. Ich meine, ich habe ihn noch nie in Gänze gesehen. Aber die anderen haben irgendwie so einen heftigen Twist gehabt. Wow. Kanntet ihr die schon oder bin ich jetzt die Einzige, die mal wieder hinter dem Mond lebt? Aber ich glaube, dieses Video hier kenne ich schon. this. In 2021, a woman had recorded this creepy man standing outside her apartment almost every day for an entire month. The woman had called police various times, but every time, the man had left before police arrived. The man stands eerily still outside the woman's apartment, possibly waiting to see if she comes outside. In one video, you can hear the man talking, but it's hard to make out what he's saying. But despite all of the videos, the man's identity remains unknown, as does his motive for standing outside this woman's apartment every day for over a month. But an even scarier doorbell video, also from Texas, is this. Aber wenn ich jetzt einen ganzen Monat lang jeden Tag jemanden so vor meiner Tür stehen hätte, ich würde mich wahrscheinlich irgendwann nicht mal trauen, den Müll rauszubringen, einfach weil ich Schiss hätte, dass diese Person nie wirklich weg ist. It's 4:30 a.m. on April 29th, 2023. A young Das ist woman der Clip, runs den up ich to eben this house meinte. and rings the doorbell. Was ich so versucht habe, euch bildhaft zu beschreiben, war genau dieses Szenario.
She looks over her shoulder multiple times, but it's hard to know who or what she's running from. The woman starts crying when no one opens the door. A few moments later, a car headlight can be seen, causing the woman to hide behind a pillar. And she does the same thing when she sees the neighbor's driveway lights turn on. After a few minutes, a car's headlights illuminate the driveway, and you can see the woman walk towards it. When the video was posted online, many speculated she may be the victim of trafficking, while others believed this woman had a more sinister motive. People pointed out that Und ich meine, sie hatte wirklich ein düstereres Motiv. Ich glaube, die Frau konnte identifiziert werden. and if she was in danger, she wouldn't have hid when she saw the neighbor's driveway light. Also, why did she calmly walk away to the headlights when she realized no one was home? But the strangest part is the beginning of the video. Look closely, and you can see the woman isn't actually running at all. Instead, she calmly walks up to the house, and only starts running when she sees the doorbell camera, suggesting this entire thing may have been a burglary setup. A few weeks later, in the same neighborhood, police arrested this woman for burglary. Some believe this is the same woman in the doorbell camera video, but this has never been officially confirmed nor denied. But Tja, mir würde spontan nur eine Sache einfallen, wie man das rausfinden könnte. Jetzt muss ich sehr talentiert sein im Skippen und wir wissen alle, das bin ich nicht. So, weg mit den Untertiteln. Sie hat hier ein Tattoo am linken inneren Oberarm, ein Vogel oder so. Das heißt, wenn da Interesse bestände, müsste man eigentlich, so polizeilich zumindest, nur die Verbindung ziehen, ob diese Person auch ein Tattoo hat. Also wenn, ja, wäre jetzt natürlich nur das polizeiliche Interesse, aber diese Dame scheint ohnehin verurteilt worden zu sein. Also so auf den ersten Blick würde ich auch sagen, ja, kann schon sein. Ich weiß nicht, wie geht's euch so? Meint ihr, das ist die gleiche Frau? Andererseits finde ich das sehr schwierig, weil diese Nachtsichtkameras, naja, also die Qualität ist halt mau. Denkt ihr, das ist die gleiche Person? Scherz. Naja, wir gucken mal. Jetzt kommt wahrscheinlich nur noch ein Clip. Aber funny, dass der jetzt hier noch mit dabei war. Ein Glück. nor denied. But this video from 2019 is even more chilling. A man is seen approaching a front porch. He then dumps an entire fuel container on the door before trying to ignite the fuel using a lighter. But when the fuel doesn't catch fire, the man gives up and walks away. Thankfully, the man had made a mistake, using diesel fuel instead of regular gasoline. Diesel fuel does not ignite very easily, but had this man used regular gasoline, the house and himself would have immediately gone up in flames. In the house was a mother and her 2 young children. She immediately called police, and that's when police made a disturbing discovery. The man in the video was the woman's own neighbor, living just across her street. The woman said she'd never met the man and had no idea why he would want to harm her or her kids. When questioned, the man named Quang Pham said that he had seen a ghost and was trying to get rid of it. He was later charged with attempted arson and attempted homicide. Tell me in the comments which of these doorbell cameras Krass. Die Geistererklärung habe ich jetzt absolut nicht erwartet. Ich hätte eher gedacht, dass das so ein Move wird. So, man stiftet Unheil, damit man dann am Ende der Held sein kann und dann die Familie da rausrettet oder so. Also auch komplett insane einfach. Aber ich habe einen Geist gesehen und wollte deswegen. Wo hat er den Geist denn gesehen? Da auf der Türschwelle? Ja, wow. Klingt für mich fast so, als wollte man für unzurechnungsfähig erklärt werden. Ich glaube an Geister, aber ich glaube nicht, dass man Geister anzünden kann. Puh, so viel dazu. Und wir haben wieder was gelernt. Diesel brennt nicht so gut. Ich habe da mal eine Story von einer ehemaligen Kollegin gehört, die an der Tankstelle gearbeitet hat. Und sie hat mir dann halt auch erzählt, dass da immer so ein Typ war, der sie bedrohen wollte, dass er da so den Dieseltank anzündet. Keine Ahnung. Mit einer Zigarette. Deswegen dachte ich mir schon so, na, wenn das jetzt nicht Feuer fängt,
Dann wird es kein Benzin sein. Naja, so viel dazu. Wenn euch das Video gefallen hat von Top 10s, dann gebt dem Video gerne einen Like, abonniert den Kanal. Ja, ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn euch meine Reaction gefallen haben sollte, wenn ihr diese liken würdet und abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn nicht schon geschehen. Und dann sehen wir uns vielleicht morgen wieder. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder was auch immer. Adieu!